Alrighty dann, liebe Leute, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Shakes and Fidget. Wir wollen uns auf EU5 vorregistrieren und beziehungsweise habe ich das schon gemacht. Will ich mal meinen Char nochmal zeigen. Und zwei Sachen vorneweg. Die eine ist, ihr könnt noch beim FAQ mitmachen. Wenn ihr mir eine Frage stellen wollt, die ich ehrlich beantworten soll, schreibt mir unter mein letztes Video noch eine nette Frage in die Kommentare. Die müssen von mir alle genehmigt werden, die Kommentare. Das heißt, ich sehe sie vorher nicht und werde dann morgen eure Fragen High Live beantworten im nächsten Video. Ihr könnt also noch heute bis 22 Uhr ungefähr Fragen einreichen. Jeder, der eine Frage einreicht, die valide ist, die ich beantworte, unterstützt mit 20 Cent den nächsten Spendenbetrag, den ich spenden möchte, dank dem Creator Code Support. Also könnt ihr noch gerne mitmachen. Und das zweite ist natürlich, ich würde mich auch freuen, wenn ihr mal schreibt, wie ihr auf EU5 spielen wollt. Und ich glaube nicht, dass ich eine Players to Watch mache an dieser Stelle, weil ich einfach selber so viel zu tun habe. Aber man kann ja trotzdem gewisse Leute auch mal in eine Friendlist aufnehmen und sich die irgendwann mal angucken. Ne? Also das kann ja mal so eine One-Time-Only-Folge werden oder so. Möglicherweise. Ich überlege mir das noch. So, und jetzt adde ich den erstmal zu meinem Account. Das werde ich tatsächlich machen. Läuft ja ganz gut. Und hole mir die 25 Pilze. Yes! Geht steil. So, Leute, der Server startet also nächste Woche Freitag 16 Uhr. Und ich habe überlegt, ob ich streamen werde. Ich weiß es noch nicht. Wenn ich aber streame, glaube ich nicht, dass ich abends streame, weil gerade in den ersten 3 Tagen macht es natürlich sehr viel Spaß, das Streamen. Ich habe ja einige Serverstarts wenigstens einen Tag auch mal gestreamt. Aber das Problem ist einfach bei mir, wenn ich streame, dann dauert alles noch viel länger. Und da ich mir ja ein bisschen was vorgenommen habe für EU5, ja, ich kann es also noch nicht versprechen. Wenn ich aber streame, werde ich die Informationen im Discord bei mir teilen. Ist natürlich klar. Und ja, ich spiele also einen Kundschafter. Hat für mich den Grund, ich habe auch schon mal drüber geredet, dass ich eben diesen Server ja langfristig spielen will. Ich werde vor allem nämlich sehr stark auf die Festung konzentrieren, werde bei Order 66 eben mitspielen und habe den Kundschafter gewählt, weil ich den Assassinen schon spiele, weil ich den Dämonenjäger nicht spielen wollte, weil den halt sehr viele wahrscheinlich spielen werden auf dem Server. Ich wollte aber trotzdem einen Char haben, mit dem man relativ gut auch mal durch die Dungeons kommen kann. Und da war letztendlich nur noch der Kundschafter übrig oder halt der Berserker. Der Berserker ist ja jetzt nicht so schwach in den Dungeons, wie man es befürchtet hatte. Also auf EU4 hat man ja auch gesehen, dass die Berserker mithalten können, teilweise, wenn sie wollen. Aber ja, den habe ich jetzt schon so häufig gespielt, dass ich dann halt doch eher den Kundschafter nehme, der ja auch günstiger ist als der Assassine. Also ich wollte zwar erst keinen Char spielen, aber hey, was soll's. Ich habe ja noch andere Pläne, langfristig, so, sagen wir es mal so. Das passt schon. Und ja, das Ziel wird sein, am ersten Tag natürlich Level 25, vielleicht sogar Level 30 zu schaffen. Das hatte ich bisher noch nie hundertprozentig geschafft, glaube ich. Weiß gar nicht, aber ich würde es gern schaffen, wenn es irgendwie drin ist. Festung spielen und mit meinem Festungspartner Angriffe traden. Also sich finden und so, das wird sehr interessant sein, sehr spannend. Mal gucken, ob wir auch das Glück haben, dass wir uns finden können. Ich werde sicherlich den einen oder anderen Pilz investieren müssen, um Gold zu farmen, um wiederum Angriffe skippen zu können. Ja, also das wird bestimmt sehr teuer. Aber hey, das ist einkalkuliert, sagen wir es mal so. Ich werde, indem ich jetzt auch im Anschluss mir auch noch die Pilze holen. Es ist ja heute noch 20%, beziehungsweise am Wochenende 20% Aktion. Ne? Also ich bin noch nicht angemeldet mit meinem Account, aber dann wären die ja am Start. Ich werde wahrscheinlich auch mir ein kleines Sanduhrenpaket holen. Ja, einfach drum, da ich wahrscheinlich, um mehr Zeit zu haben für die Festung, gerade abends und auch für die Dungeons und fürs Pushen, vielleicht die ein oder andere Alu auch schon mal tagsüber mehr spielen. Ja, da brauche ich auf jeden Fall Sanduhren, ganz klar. Die Pakete werden erst angezeigt, wenn man sich halt anmeldet. Aber was es halt auch noch gibt,
es gibt wieder Umfragen für neue Profilbilder von euren Lieblings-Content-Creatoren. Und ja, ich, also ich kenne jetzt hier keinen so richtig davon, aber es ist auch nicht schlimm. Es sind ja sicherlich auch größere Kanäle, die eben Jake the Fidget auch so ein bisschen bewerben und dazu führen, dass die Community, dass die Spielerschaft gepusht wird. Ja, also das ist also kein Problem, aber ich würde sagen, wir gucken uns trotzdem mal das Profilbild an hier von jedem Einzelnen. Und ja, ich muss sagen, dass das hier nicht schlecht ist, hier links, ne? Vom Dethane oder Dethane. Aber das ist schon, also auch der Gesichtsausdruck ist halt fresh. Ja, deshalb werde ich das abstimmen. Ja, wir sehen leider nicht, wie es allgemein aussieht. Gucken wir mal bei Battery an. Battery, oh, das sieht alles sehr, es könnte fast jedes Mal ein anderer Spieler sein. Das ist ein cooles Lächeln. Das ist sehr verrückt, aber irgendwie, es wirkt so, sowas in der Art habe ich nie gesehen. Ich glaube, das fällt mir auf. Ich fand den zwar auch sehr super hier, diesen Avatar. Eigentlich finde ich alle gut, aber ich stimme einfach mal für den. Also ich finde, das hätte irgendwie noch ein bisschen größer sein können. Es wirkt irgendwie ein bisschen unscheinbar, aber so diese Farbkombination und die Schwerter hinten und auch dieser Gesichtsausdruck. Wie sieht das Originalfoto dazu aus, würde mich mal interessieren. Wir stimmen mal dazu ab. Ja. So, gehen wir mal zum nächsten hier. Mori. Aha. Oh. Okay, also hier muss ich sagen, hier finde ich den Gesichtsausdruck so geil. Das ist mein Favorite. Ja, der ist auch nicht schlecht. Das ist auch wieder sowas, hat man irgendwie kaum gesehen, aber da finde ich das fast zu langweilig. Das andere fand ich irgendwie lebendiger von dem letzten, ich kann mir die Namen nicht merken, Redway oder so hieß der. Ne, hier nehme ich das. Bei Maury nehme ich das hier. So. Ja, kommen wir zu Miken. Da wurde wahrscheinlich nur ein Bild eingefügt, weil das alles die gleichen Gesichtsausdrücke sind. Ja, ich finde hier die Augen so ein bisschen klein bei dem hier. Eigentlich sehr ganz cool, auch mit dem dicken Kinn so. Das finde ich hat eine schöne Kante quasi. Aber ich finde die Augen so klein. Die sind hier ein bisschen größer, ne? Also die wirken für mich hier größer. Das, ja, ist okay. Erinnert mich aber zu stark irgendwie an Zombie. Deshalb nehme ich den hier. Spike. Ja. Aha. Warte mal. Ist das hier ein Laserschwert? Ja, was ist denn das? Ich muss sagen, ich finde das hier links ganz cool, auch mit dem Schatten. Also ich denke, dass das ein Laserschwert ist, aber schade, ich finde das halt richtig cool, dass sich dieser Schatten auf die Haut auswirkt. Also das Licht, also es ist ja eigentlich kein Schatten, das ist ja ein Licht, was auf die Haut aufträgt und man sieht die Reflexion quasi. Das finde ich ziemlich cool, um ehrlich zu sein. Sowieso sind hier mega viele Farben im Bild. Aber was ist dann das? Also es wirkt wie jemand, der mit einem Laserschwert und einer anderen Waffe, wer hat ja hinten noch mehr Waffen? Wie so ein Waffenrambo. Schade, das tut mich ein bisschen abschrecken, deshalb nehme ich den hier, weil man könnte denken, wenn man so drüber guckt, dass das eine Faust ist, aber es ist eine Schulter. Ich dachte am Anfang tatsächlich so, das wäre eine Faust, die so reingehalten wird, aber let's go. Nehmen wir den hier. So, und dann haben wir noch Boardman God. Also vom Namen her sagt der mir am ehesten was. Der hat wohl eine coole Frisur. Ach, hier. Haben wir wieder die eine Waffe. Das ist, ich weiß jetzt nicht, wie sie heißt. Kriegerwaffe. Aber muss ich sagen, von den dreien gefällt mir das hier am besten. Oder das. Das ist halt auch wieder so ein cooler Gesichtsausdruck so.
Die Augen glänzen bei beiden sehr stark. Das gehört halt zur Rasse. Die Frisur kommt halt hier besser zur Geltung, definitiv. Aber ja, tatsächlich ist das hier auch schon wieder ein bisschen sehr irritierend mit den Waffen. Denn das ist ja hier ein Bogen. Der hat ja Pfeile hinten. Das ist ja ein Scout. Gut, ein Assassine trägt das auch. Aber ein Assassine trägt ja keinen Bogen, ne? Deshalb nehme ich das. Weiß nicht, was das mit diesen Waffen ist. Also da muss ich aufpassen, sollte ich irgendwann mal wieder ein neues Profilbild kriegen, dass ich da das abkläre. Also ich habe mir jetzt zwar schon eine Idee, wenn es mal dazu käme, dass ich nochmal ein neues kriege. Ich denke, meins ist ja noch relativ neu. Da sind erstmal andere dran. Weil ich natürlich so ein Voting auch mal geil finde, so, ne, muss ich auch sagen. Da habe ich schon ein paar Ideen eigentlich. Also so rein vom Motiv her. Ja, beim letzten Mal war es ja so schön, da wollte man sich schön darstellen. Ist ja ein super geiles Profilbild. Naja, okay, haben wir das auch gemacht. Ja, also, deshalb, ihr solltet euch auf jeden Fall auch registrieren. Vorregistrieren, die Pilze mitnehmen und halt die 20%. Es ist zwar nicht auszuschließen, dass zum Serverstart auch nochmal 20% sind, aber man weiß es ja eben immer nicht so richtig. 100%. 20%, 20%, 100%. Und ja, deshalb nutzt die Boni ja jetzt auf jeden Fall. Zumindest schon mal ein Teil von dem, was ihr vielleicht investieren wollt, wenn ihr was investieren wollt. Und vergesst natürlich dann nicht den Creator-Code, damit alle Parteien was davon haben. Und ja, wie gesagt, achtet auf das FAQ, könnt ihr noch mitmachen, wenn ihr wollt. Und schreibt mir gerne hier unter dieses Video, was ihr für EU5 geplant habt. Wie ihr heißen werdet, welchen Char, ob wir uns finden, ob wir vielleicht in der gleichen Gilde spielen. Also ist alles interessant, würde ich erstmal meinen. Deshalb, ja, danke fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Haut rein, macht Tschüss und Servus. Euer Basti.